Multishock, neue Mudmans, Display-Check. Die neuen Mudmans kommen ja mit 2 Negativ-Displays und einem Positiv-Display daher. Und deswegen gucken wir uns jetzt heute mal ein paar Uhren an, gerade in Bezug auf Negativ-Displays, weil es gab schon einige Infos bzw. Nachfragen, wie sehen die Uhren denn aus, wenn man sie draußen am Arm trägt, gerade draußen. Hier drin ist es jetzt ja immer etwas schwierig zu zeigen, wie sie aussehen bzw. wie man sie ablesen kann. Das sind ja jetzt nicht wirklich reale Bedingungen. Ich bin ja eigentlich draußen im Matsch und im Schlamm mit den Uhren, beziehungsweise habe sie am Handgelenk, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin. Oder. Deswegen habe ich jetzt alle Uhren mal mit nach draußen genommen, in den Garten. Es ist teilweise ein unfairer Vergleich, weil ich habe auch die H5200 dabei und auch die H2000 und natürlich die große Mattenmaster. Aber das gucken wir uns jetzt gleich alles mal genauer an, damit ihr mal seht, wie die Uhr in echt aussieht. Und wenn es da Fragen gibt, gerne Fragen unten in den Kommentaren. Das ausführliche Review zu den 3 neuen Mudmaster Modellen ist ja bereits online. Link auch unten in der Beschreibung. Ist das letzte Video gewesen. Die Uhren kommt Ende August raus. Und hier jetzt weitere Details zu den Uhren und Displays. So, hier sehen wir jetzt die schwarze mit den roten Akzenten. Sonne-Wolken-Mix. Kann man das gut ablesen, wie ich finde. Je nachdem, wie das Licht kommt. Ja. Sowohl bei Schatten als auch bei direkter Einstrahlung kann man es sehr gut sehen. Hier nochmal im Detail die Uhr. So, hier sehen wir jetzt die grüne Variante mit gelben Akzenten. Das ist ja mein Favorit. Ganz klar. Kann es ablösen. Es gibt natürlich hier Winkel, wo man es nicht mehr so gut ablesen kann. Hier nochmal die Uhr im Detail. Ja, je nach Lichteinfall. Je nach Lichteinfall kann man es besser oder schlechter lesen. Draußen ist sie auf jeden Fall wesentlich besser abzulesen als drinnen, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ja, also klar ist, die Negativ-Displays sind hier schwerer abzulesen. Wobei ich finde, das gehört einfach dazu, das Negativ-Display. Dadurch sieht die Uhr optisch besser aus. In Live ist es circa nochmal 20% besser. Sorry für den Wind, Leute, hier ist echt stürmisch. So, Blick in den Himmel mit Wolken, Schatten. Ja, also hier sieht man jetzt kaum was. Wenn ich jetzt direkt auf die Uhr gucke, sehe ich 20 bis 30% mehr Stärke. Also es ist schwierig, das einzufangen auf dem Handy. Ich hoffe dennoch, dass ich euch hier einen ersten Eindruck geben kann. So, hier die dritte im Bunde. Grau-Orange. Gleiche Thema wie bei der grünen. Negativdisplay. Nicht immer ganz einfach abzulesen, aber dafür optisch, ja, sieht es halt geil aus, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja. Sonne-Wolken-Mix, keine Sonne aktuell. In Live 30% besser abzulesen, als ich das jetzt hier auf dem Handy sehe. Ja, hier nochmal die Details. Das Ganze jetzt nochmal mit Kompassfunktion. Da sieht man es gefühlt irgendwie viel besser. Das Display. Ja. Also in Live noch viel besser zu sehen. So, hier ist der Kompass beim Positivdisplay. Das ist natürlich viel besser abzulesen. Muss man ganz klar sagen. Die anderen sehen halt entsprechend cooler aus mit dem Negativdisplay. Aber wenn man ständig drauf gucken will und muss,
wahrscheinlich das hier die richtige Variante. Denn das lässt sich wirklich auch bei Licht, direktem Licht, sehr gut ablesen. So, hier ist mal das Ganze innen. Es ist recht dunkel, scheint keine Sonne. Nicht ganz so einfach abzulesen, aber die Uhren sind ja auch nicht für drinnen gemacht. Auch ganz klar sagen. Wir müssen raus in den Schlamm. So, das Ganze jetzt nochmal in etwas dunklerer Umgebung. Drückt man auf die Darth Vader Atemöffnung, dann sieht das Ganze so aus. Und auch den Kompass kann man gut lesen. Und auch hier der Kompass, den man hier wirklich schon gut lesen kann, noch. Und mit Licht. Ja. Und auch der Kompass. So, hier sehen wir die Mattmaster. Natürlich jetzt kein fairer Vergleich, wobei wir hier auch ein kleines Display drauf haben. Aber die kann ich natürlich immer ablesen, aber es ist natürlich auch echt ein Biest, ne? Also bei mir ist sie halt schon echt riesengroß. Aber ja, man kann sofort alles ablesen, das was man braucht, ne? Egal wie ich mich drehe und wende. Das sieht immer gut aus. Ist halt kein Digitaldisplay komplett. Und einfach die Mattmaster ein bisschen kleiner machen und dann Mattman dran schreiben, funktioniert ja auch nicht. Die Mattmans waren ja schon immer digital, also von daher ist der Schritt, so wie sie ihn jetzt gegangen sind, gut. Dann gucken wir uns mal an, wie die Mattmans dann in Live aussehen. So, dann ist hier ein etwas unfairer Vergleich. Die neue Fitnessuhr mit dem wirklich mega Hammer Negativdisplay, was man in allen Belangen super gut lesen kann. Wenn die Mattmans so aussehen würden, das wäre schon der Knaller. Aber wie gesagt, unfairer Vergleich. Ich wollte euch es dennoch zeigen, denn ich finde es schon sehr erstaunlich, wie geil sie diese Negativdisplays hier hinbekommen haben. Ja. In allen Positionen und Co. super ablesbar. So, und hier noch die H2000 im Vergleich. Ja, Display genauso wie bei der H5600. Ohne jeden Zweifel erhaben. Absolutes Hammer-Display. Aber bei der Mattman haben wir auch diese verschiedenen Layer mit dem Kompass und so. Das haben wir hier nicht. Deswegen ist mein Fazit schon, dass die Mattmans wirklich super daherkommen. Wer jederzeit die Ablesung braucht, sollte sich auf jeden Fall die schwarze mit dem Positivdisplay holen. Und wem die Optik ein bisschen wichtiger ist und natürlich auch was ablesen möchte, aber nicht immer 100%, dem empfehle ich die beiden Negativ-Display-Varianten. Aber das ist schon der Knaller, ne? Egal wie ich es mache, egal wie, wo, ist es immer gut abzulesen, ne? Auch hier mit den Wolken, den Spiegelungen, jetzt hier mit dem Schatten. Sieht immer gut aus. Was sagt ihr denn? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wo wir gerade dabei sind, hier ist nochmal ein Größenvergleich. H2000 versus Mattman. Die H2000 ist ja schon groß, aber die Mattman ist halt auch echt ein riesen Biest, ne? Ja. So, und hier noch die Mattman und die Mattmaster. Im Größenvergleich, da seht ihr schon, dass die Mattmaster doch eine Ecke größer ist, ne? Und sich super ablesen lässt. Aber für mich wird es auf jeden Fall eine Mattman werden zum Mountainbiken. Ich will es jetzt mal ausprobieren. Wer die Uhr auch nochmal innen sehen will am Handgelenk, der schaut sich gerne das andere Video an. Link auch unten in der Beschreibung.
Ansonsten nochmal dickes Sorry für den Wind und Co., aber ich habe es live gesprochen draußen, finde ich immer am sinnvollsten. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von den Displays? Was haltet ihr von der Funktion mit dem Kompass? Das finde ich ja richtig, richtig nice. Und welches ist euer Favorit? Ist es vielleicht doch die Mattmaster oder sagt ihr, nee, komm, ich brauche nur die Fitnessuhr, die H2000, das Display hat mich so geflasht, alles andere brauche ich nicht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Mir ging es hier, wie gesagt, um die Displays und auch der Vergleich zu den meiner Meinung nach aktuell besten Displays, die die Schock hier produziert, bei der H2000 und bei der H5600, auch im Vergleich zur neuen Mattman. Aber klar, durch die verschiedenen Layer, die dort vorhanden sind, wegen dem Kompass und so, ist die Ablesbarkeit halt nicht immer geil. Wer eine geile Ablesbarkeit braucht, nimmt die helle Variante, die schwarz-rote. Und wer sagt, boah, muss auch ein bisschen geil aussehen, muss nicht zwingend immer super hundertprozentig ablesbar sein, der nimmt die grün-gelbe oder eben die hellgrau bzw. grau-orangene. Da bin ich auf eure Meinung gespannt, auch was ihr von den Tagesaufnahmen haltet und ja, ob es überhaupt eine Mattman wird bei euch. Also in dem Sinn, ich wünsche euch was, macht's gut, bis zum nächsten Video, ne? Ciao!